Disziplin schlägt die Motivation zu jeder Zeit. Das Handstandfieber hat euch gecatcht, dagegen gibt es keine Heilung. Euer Körper wird davon profitieren, euer Geist wird davon profitieren, euer Leben wird davon profitieren. Bleibt dran am Handstand, hört nicht auf damit, ihr werdet den Handstand erreichen. Nur der Weg dahin kann echt sehr anstrengend sein. Das Handstandtraining dreht sich nicht nur um den Handstand. Was ich damit meine, ja, es ist schon ein sehr komisches Hobby, einen Handstand zu lernen. Man steckt so viel Zeit da rein, besser zu werden, über Kopf zu stehen und seinen Körper auf den Händen zu balancieren. Ja, jeder, der in Handstand stehen kann, kann es nachvollziehen, warum sich das lohnt. Nur der Weg dahin kann echt sehr anstrengend sein. Aber was ich euch heute mit an die Hand geben will, das Handstandtraining an sich ist nicht nur dafür da, einen Handstand zu lernen, sondern wenn dein Körper in der Lage ist, einen Handstand zu stehen, dann ist er in der Lage, so viele Dinge zu können. Das heißt, zum einen geht es um die körperlichen Voraussetzungen. Dein Körper muss erstmal stark genug sein, sich über Kopf halten zu können. Und da geht es schon los. Die meisten Menschen können nicht mal eine Schraube oder eine Glühbirne über Kopf in die Wand stecken, weil sie komplett verkürzt sind. Das heißt, man braucht sehr gute Mobilität über Kopf. Außerdem braucht man Kraft über Kopf. Man braucht eine Körperspannung. Ich habe auch schon viele Leute gecoacht, die Probleme mit dem Rücken haben, und durch das Handstandtraining, weil man sehr, sehr viel den Core stabilisiert, sind die Rückenprobleme besser geworden. Und deswegen ist es schon ein Allround-Körpertraining, wenn man gut wird im Handstand. Besonders wenn man dann irgendwann weitergeht, als nur im Handstand zu stehen. Sei es Handstand-Push-Ups, Press-to-Handstand. Das sind so viele Muskeln, die man im Körper verwenden muss. Und man muss so beweglich werden, dass es einfach der ganzen Körpergesundheit gut tut. Aber es geht nicht nur um den körperlichen Aspekt, sondern auch um den psychischen Aspekt. Viele Leute nehmen die Handstandpraxis als ihre mentale Praxis. Ich bin jetzt nicht so spirituell, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass es gut tut, im Moment zu sein und nicht so viel mit den Gedanken abzuschweifen. Und da kommt einfach der Handstand mit ins Spiel. Wenn ich über Kopf stehe, dann kann ich an nichts anderes denken als, ja, was macht mein Körper? Ich muss mich fokussieren auf meine Körpermitte. Wohin fällt mein Körperschwerpunkt? Wie balanciere ich die ganzen Sachen aus? Und wenn ich mal eine schlechte Handstand-Session habe, dann liegt es meistens daran, dass mich irgendwas anderes beschäftigt. Deswegen ist es schon fast so einen meditativen Zustand, den man erreicht und kommt in so einen Flow. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann funktioniert halt mal nicht. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Bad Hair Day. Das ist jetzt bei mir weniger der Fall. Ich kenne aber den Bad Balance Day, und den wird es immer wieder geben, egal in welchem Level ihr euch befindet oder auf welchem Level ihr euch befindet im Handstand. Diese Tage gibt es einfach. Da muss man durchbeißen, da muss man bei den Sachen bleiben, die einem leichter fallen. Und wenn einem an dem Tag gar nichts leicht fällt, dann kann man immer an seiner Kraft oder an seiner Mobilität arbeiten, weil das geht immer. Wenn man regelmäßig daran bleibt am Handstand, dann gibt es einem so viel, sowohl körperlich als auch physisch. Und wenn wir schon über die Regelmäßigkeit sprechen, bei der Regelmäßigkeit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, was der Handstand mit sich bringt, und zwar Disziplin und ja, Motivation. Ja, viele Leute reden immer Disziplin, Motivation. Ihr könnt euch sicher andere Life-Coaches euch reinziehen. Was ich einfach nur damit sagen will, der mentale Aspekt im Handstand ist einfach auch sehr, sehr groß und ist auf so viele Lebenslagen anwendbar. Und zwar regelmäßig am Handstand zu trainieren, bringt Disziplin mit sich. Und Disziplin braucht man in allen möglichen Lebenslagen. Sei es für das Studium, also für die Uni, für die Arbeit, für eigene Ziele, die man erreichen will in seinem Leben. Konsistent an etwas dran zu bleiben, ist einfach unerlässlich für Erfolge. Sei es im Handstand oder auch im Leben. Und wenn ihr regelmäßig am Handstand dran bleibt, dann bildet es einfach euren Charakter und es wird euch auf lange Sicht belohnen. Das ist auch wieder das Problem vom Handstand. Die Belohnung kommt nicht sofort, sondern die ist ein bisschen nach hinten aufgeschoben. Und ja, was ihr euch auch hinter die Ohren schreiben könnt, der Handstand ist kein linearer Prozess, beziehungsweise kein linearer Progress. Es gibt immer Tage, wie gesagt, Bad Balance Days, wo es einfach mal nicht so gut läuft. Und
Ihr denkt, ihr habt ein Plateau erreicht oder ihr werdet sicher auch Plateaus erreichen, wo es nicht vorangeht und das ist vollkommen okay, da müsst ihr durchbeißen oder mal einen Schritt zurückgehen und mal weniger trainieren, mehr euch auf die Basics fokussieren, mehr Mobility, mehr, ja, es gibt so viele Herangehensweisen. Was ich einfach nur sagen will, ist, bleibt dran. Es wird euch nicht nur für den Handstand weiterbringen, auch fürs Leben. Und Motivation ist gut, aber Disziplin schlägt die Motivation zu jeder Zeit. Und ich garantiere euch eins, dranbleiben lohnt sich. Sobald in eurem Kopf es einmal Klick gemacht hat im Handstand, dann werdet ihr süchtig danach. Deswegen soll es auch als Warnung gelten. Achtung, es ist sehr süchtig machend. Wenn ihr dann irgendwann mal durch die Stadt läuft oder irgendwo am Strand unterwegs seid und ihr seht irgendwo so einen Spot und ihr denkt euch so, oh, das ist ein guter Spot zum Handstand machen, dann wisst ihr, das Handstandfieber hat euch gecatcht und dagegen gibt es eigentlich so gut wie keine Heilung. Deswegen bleibt dran, euer Körper wird davon profitieren, euer Geist wird davon profitieren und allgemein euer Leben wird davon profitieren. Aber es ist natürlich nicht nur der Handstand, der einem solche Sachen beibringt, es ist Sport im Allgemeinen. Nur ich finde, der Handstand bringt so viele Sachen mit, dass man ihn auf jeden Fall, wenn man sportlich ist, als Ziel sehen kann. Und fangt an mit dem Handstand, bleibt dran am Handstand, hört nicht auf damit und bleibt konsistent, bleibt diszipliniert. Ihr werdet den Handstand erreichen und checkt die How-to-Handstand-Playlist aus, falls ihr einen Leitfaden braucht, wie ihr den Handstand erlernt.